Was ist ein professioneller Rennradfahrer? Also 30.000 bis 40.000 Kilometer im Jahr am Rad fahren ist, glaube ich, für viele Menschen weit weg von jedweder Vorstellungskraft, weil das ist im Prinzip einmal um die Welt fahren. Ich bin der Franz, ich bin 21, bin Radprofi und meine Leidenschaft ist es, zu leiden. Unser Franz Josef war ein Spezialkind, der von Geburt auf wusste, was er wollte. Am Anfang, da war er 4 Jahre alt, das war der Beginn seiner Karriere, noch im Kindergarten. Und ja, er war euphorisch. Fahrradfahren, das war seine Sache, oder? Es war immer schon bei uns der Mountainbike-Verein in Stadegg und da war halt immer klar, da ist das ein Mountainbike-Rennen, da müssen wir hin. Da schauen wir auch nicht zu, da fahren wir mit. Für mich war das eindeutig, ich kann nur mit der rechten Hand bremsen. Die tun einfach die Vorderbremse auch auf die andere Seite. Dann schauen wir mal, ob ich irgendwie den Lenker halten kann und irgendwie da bremsen kann auch und so. Jetzt haben wir dann halt gesagt, wir montieren beide Bremsen einmal auf die rechte Seite, dass ich mit Zeige und Mittelfinger bremsen kann, wenn man die übereinander legt. Und dann führt das eine zum anderen, dass wir gleich mal gesagt haben, okay, wir reden da jetzt mit dem Ingenieur, schauen, wie machen wir den Lenker drüben auf der linken Seite ein bisschen schmäler oder so, dass ich da halten kann. Dann haben wir da auch provisorisch Lenker abgeschnitten und ein Aluteil reingesteckt. Das waren dann echt lustige Versuche, weil das ist dann zweimal abgebrochen, einmal irgendwie im Rennen mitten in einer richtig scharfen Kurve. Und da haben wir dann gesagt, okay, das muss alles ein bisschen stabiler werden, das muss besser werden. Da so ein Titanteil in den Lenker reingesteckt. Da habe ich jetzt echt schon Lenker, den fahre ich eigentlich jetzt seit 5, 6 Jahren, sind jetzt unzerstörbar, sage ich mal. Und jetzt kann ich schon echt mal gescheit im Wald bei mir runterfetzen und alles Mögliche. Ich kann mich erinnern, wie er angefangen hat im Radsport, da hat ein Trainer mal zu mir gesagt, Edith, vergiss das, aus dem wird nichts. Dann habe ich gesagt, es geht nicht um mich, es geht um ihn. Und wenn er das 200% will, dann macht er das. Und ich kenne meinen Sohn und ich bin total stolz auf ihn, aber er kämpft wirklich um alles, was er machen will. 200, 300%, da gibt es nichts. Es ist diese extra Herausforderung, dass mir so viele Leute immer wieder an den Kopf werfen, vergiss das, fahr da nicht mit, weil es bringt überhaupt nichts. Es ist einfach anatomisch nicht möglich. Also das Mountainbike bringt mir beim Straßenfahren auf jeden Fall einen wahnsinnigen Vorteil. Ganz in erster Linie einfach mal dieses Schwerpunktgefühl am Rad. Wo bin ich? Wie kann ich mich bewegen am Rad? Was ist alles möglich? Was sind für Schräglagen? Wie ist die Kurventechnik möglich? Wenn ich mir jetzt vorher nochmal die Strecke anschaue und weiß einfach, das und das habe ich trainiert, die Leistungen bin ich im Training gefahren auf die Distanz. Im Optimalfall kann ich das genauso runterfahren. Also je mehr Zeit, dass ich da rein investiert habe, desto mehr weiß ich, ich muss auch das durchziehen bis über die Linie. Ja, das muss ich jetzt rentieren auch, weil wenn ich es jetzt nicht durchziehe, für was mache ich dann alles?
Was geht dir dann vor so einem Renntag dann so durch den Kopf? Aufregung, Spannung, Ungewissheit. Es sind auf jeden Fall ein paar starke Leute da. Es wird ordentlich schnell gefahren, es ist ein relativ kurzes Rennen und ich bin ziemlich guter Dinge auf der Strecke. Das werden sich sicher einige andere auch denken. Es hat halt jeder immer so seinen Plan vorm Rennen und meistens kommt nach 5 Minuten Rennzeit irgendwas daher, was den Plan A schon mal zunichte macht. Geschickt, taktisch, sauber fahren, saubere Kurven fahren. Das ist das Wichtigste sein heute. Ich glaube, damit kann man die Konkurrenz distanzieren auf dem Kurs. Weil alles andere, ja, die Power brauchst halt sowieso, hast du keine Chance. Aber ja. Alles zusammen. Es war ein gutes Rennen, aber ich habe nach der Hälfte schon gewusst, ich muss irgendwie mich verstecken. Ich habe mit der Hitze überhaupt keinen Saft mehr gehabt. Ich merke, dass ich die Kurven viel schneller bin, aber ich habe den Saft am Ende nicht gehabt. Du kommst hin zum Rennen, denkst eigentlich immer wieder, warum mache ich das? Wieso? Es ist eigentlich so ein Stress. Man hat so einen immensen Druck, obwohl man eigentlich keinen Druck haben muss, aber man weiß genau, man will dort und dort mitfahren, weil man sich das selber auferlegt und weil man da halt einfach dieses Verlangen hat, dass man irgendwie der Beste sein muss. Und dann steht man halt dort und weiß genau, man ist bei weitem nicht der Beste, aber will halt mitfahren. Und ist natürlich voll mit Adrenalin und sonst allen möglichen Glückshormonen und allen möglichen einfach nur. Und ja, es ist eigentlich unbeschreiblich. Also es ist genauso gut wie schrecklich zugleich. Und das ist irgendwas, was man nicht so, was man sonst irgendwo kriegt. Dann kaum geht der Startpfiff los, ist irgendwie diese Aufregung weg vor dem Rennen, weil dann fahrst du einfach und holst einfach dein Maximum raus und fahrst einfach so lange wie das dauert, so schnell wie es geht. Aber dann geht halt das wirkliche Leiden erst los, weil ich fahre einfach 1,5 Stunden an meiner absoluten Schwelle, an meinem Limit, was ich dort auf die Zeit bringen kann, dahin. Genau an diesem Punkt, wo so eine Stimme im Kopf sagt, warum tust du das? Das ist komplett unmenschlich, das tut weh, das macht keinen Spaß, das ist einfach nur schlimm. Und kaum sind die 1,5 Stunden rum und du fährst die Ziellinie, denkst du, wann ist das nächste Rennen, ich will nochmal. Also ich will besser fahren. Und das eigentlich spielt sich immer wieder von neu ab, das Gleiche kommst hin und denkst du, warum tue ich das? Und fährst am Ende wieder die Ziellinie und denkst du, das ist das Geilste, was es gibt. Du musst mehr her.